herzlich willkommen zu meinem Let's Play Herrscher des Olymps Zeus mit dem Add-on Herrscher von Atlantis Poseidon. Ich bin euer Dominus und wir spielen die 4. Episode unseres Abenteuers, die Wiedergeburt von Atlantis, aus dem Add-on Herrscher von Atlantis Poseidon. Ja, und in unserer 4. Episode können wir unsere erste Kolonie gründen. Wir haben die Möglichkeit, 2 Kolonien zu gründen. Beide Koloniestandorte müssen auch entsprechend besiedelt werden. Die Kolonie Malaka, ein reiches und fruchtbares Land, das Atlantis als Brotkorb dienen kann. Oder die Kolonie Thera, in der Nähe Griechenland gelegen, ist dieser Ort ein perfekter Platz für eine befestigte Stadt. Ja, wir beginnen aber mit der Kolonie Malaka. Ja, und wir schauen mal, was man uns dazu zu berichten hat. Stichwort an den Gewässern des einstigen Autoch. Nichts ist mehr übrig. Das gesamte Königreich Autoch und alle Atlantiden, die dort lebten, sind auf Nimmerwiedersehen im Meer versunken. Abermals trauert Atlantis, diesmal ob des Verlusts des stolzen Volkes von Autoch. Wer trägt die Schuld an dieser Tragödie? Hephaistos, der Lakai der Griechen. Der hinkebeinige Gott der Vulkane bewirkte eine ungeheure Eruption im Zentrum der Purpurinsel, wie es sie in den Aufzeichnungen der atlantischen Gelehrten noch niemals gegeben hatte. Ein Sturzbach flüssiger Lava ergoss sich über die Purpurinsel und hinterließ nur verkohlte Asche. Nach der Eruption schlug eine Flutwelle nach der anderen über der Küste zusammen, bis die gesamte Region schließlich im Meer versank. Nun ist Atlantis völlig von den befreundeten Mayas im Westen und mithin auch von ihren Waren abgeschnitten, die wir im Laufe der Jahre so zu schätzen lernten. Ohne diese wertvollen Güter müssen die Städte von Atlantis leiden. Werkstätten mussten aufgrund fehlender Rohstoffe schließen. Hunger ist in allen Städten ein ständiger Begleiter. Doch seid unverzagt, Atlantiden. Die neue Stadt bei Malaka wird uns versorgen. Es dauert gewiss nicht mehr lange, bis das weise Oberhaupt von Kleitos die Stadt aufgebaut hat und dann wird sich ein konstanter Strom von Waren nach Atlantis ergießen. Haltet noch ein Weilchen durch, Atlantiden. Ja, diese Kolonie-Episode trägt den Titel Hoffnung in Ruinen und wieder mal ist eine Katastrophe über Atlantis hereingebrochen. Unsere schöne und stolze Stadt Autoch, die wir im 2. Abenteuer aufgebaut und entwickelt haben, ist nicht mehr. Zerstört durch Vulkanausbrüche und Flutwellen, die Hephaistos zu verantworten hat. Dadurch ist auch der Warenstrom zu den Mayas unterbrochen und wieder herrscht Mangel in Atlantis. Und wir sollen dafür sorgen, dass dieser Mangel durch eine neue Kolonie entsprechend aufgefangen wird. Malaka. Ja, und unsere Kolonie muss auch 64 Weizengarben, 64 Stränge Wolle und 64 Amphoren Wein für die Heimatstadt zur Verfügung stellen. Klingt jetzt nicht so schwierig, aber auch hier liegt der Teufel bestimmt im Detail. Und wir schauen uns die Karte einmal an, wo wir unsere Kolonie Malaka gründen sollen. Obligatorisch gehen wir auch hier in den Pausenmodus und schauen uns bei der Übersicht die Minimap an. Ja, wir haben jetzt hier ganz im Süden die Küstenlinie und wir haben hier einen kleinen Bereich fruchtbaren Landes, welches wir kultivieren können. Wir können aber auch hier entsprechend nicht so viel maritime Gebäude errichten. Das müssen wir uns wahrscheinlich hier mit dem fruchtbaren Land teilen. Gehen wir mal Richtung Osten, haben wir weiter die Küstenlinie, Sandbänke. Ja, und hier, glaube ich, haben wir Seeigelvorkommen. Ja, und hier ist auch dann schon Schluss im Osten. Hier haben wir unseren Migrationspunkt. Gehen wir jetzt nach Norden, haben wir hier 3 kleine Plateaus, die auch fruchtbares Land besitzen. Ja, und hier haben wir natürlich auch Wölfe, wie schön. Ja, dann ist aber die Karte hier im Norden auch schon zu Ende. Dann gehen wir wieder Richtung Westen. Haben wir hier eine große zentrale Landmasse. Hier haben wir einen kleinen See, etwas Wald. Hier ist der andere Teil der Straße und dann ist auch hier im Westen schon Feierabend. Ja, das heißt, diese Karte ist relativ klein. Na, dann schauen wir mal, was wir so produzieren können. Ja, wir können in Malaka auch gehobene Wohnungen aufbauen. Bei der Landwirtschaft haben wir
Bei den Farmen die Weizenfarm. Bei Plantagen können wir Reben anbauen. Bei Land und Meer den Seeigelkai. Ja, und bei der Viehzucht können wir Wolle produzieren. Bei Gewerbe haben wir keine Rohmaterialien. Dafür können wir bei den Werkstätten Skulpturen, Olivenöl und Wein produzieren. Hier haben wir alle entsprechenden Bauoptionen. Wir könnten sogar ein Hippodrom hier bauen. Hier ist auch alles, was wir bauen können. Ja, bei der Mythologie können wir folgende Heiligtümer bauen. Die Zitadelle des Poseidon, der Tiergarten der Artemis und der Obstgarten der Hera. Hier könnten wir ein Heiligtum für Hera bauen, was allerdings wenig Sinn macht, weil wir hier keine Orangen kultivieren können. Na gut. Beim Militär können wir unsere Stadt komplett befestigen. Ja, und auch bei den Militärwerkstätten haben wir alle Bauoptionen, Fregattenhäfen, Waffenschmieden, Pferdehöfe und Wagenfabriken. Bei der Ästhetik können wir bei den Verschönerungen Prachtstraßen und Alleen bauen. Sehr gut. Ja, und bei den Erholungsgebieten haben wir ein großes Portfolio, um unsere Stadt zu verschönern. Ja, wir können Wolle und Wein produzieren und wir könnten auch Waffen, Skulpturen und Olivenöl produzieren, wenn wir die nötigen Rohstoffe bekommen. Da schauen wir mal direkt auf die Weltkarte. So, Malakka ist hier an der Mittelmeerküste von Spanien. Unser nächster Handelspartner wäre Lixos. Lixos kauft Orikal und Olivenöl, verkauft uns Fleisch und Wolle. Unsere Heimatstadt Kleitos kauft Bronze und Wolle, verkauft uns Holz und Rüstungen. Mestonia kauft Wolle und Wein, verkauft uns schwarzen Marmor und Olivenöl. Atlantis kauft Wolle und Olivenöl, verkauft uns Orikal und Wein. Und Gades kauft schwarzen Marmor und Wein und verkauft uns Wolle. Dann sind wir schon im Mittelmeerraum. Unser Vasall Karthage gibt uns 8 Bronzebarren jährlich als Tribut, kauft bei uns Rüstungen und Wein und verkauft uns Bronze und Wolle. Unsere Kolonie Syrakuse gibt uns 6 Marmorplatten jährlich als Tribut, kauft bei uns Wolle, verkauft Marmor und Oliven. Knossos als unsere Kolonie gibt uns 8 Rinderhälften als Tribut, kauft bei uns Wolle und verkauft bei uns Fleisch und Holz. Tyre ist unser Vasall. Wir kriegen 8 Trauben jährlich als Tribut, kauft bei uns Skulpturen, verkauft Holz, Bronze und Trauben. Memphis als Vasall gibt uns 12 Weizengarben jährlich als Tribut, kauft Wolle, verkauft Weizen, Oliven und Olivenöl. Ja, und Saqqara als unser Vasall gibt uns 8 Marmorplatten jährlich, kauft bei uns Rüstungen, verkauft uns Bronze und Marmor. Gut, also wir können auch Skulpturen, Waffen und Olivenöl produzieren. Da können wir jede Menge entsprechend hier produzieren und verkaufen. Das Problem bei dieser Karte ist, dass wir nicht so viele Piere bauen können. Hier an unserer Küstenlinie, da müssen wir gleich mal gucken, wie viel wir maximal bauen können. Ja, nun, was ist der Plan? Ja, wie ich schon am Anfang erwähnt habe, ist dieses hier die größte zusammenhängende Landmasse. Hier werden wir unsere Stadt errichten. Zur Küste hin werden wir dann hier unsere Exportprodukte produzieren und auch verkaufen. Wir werden hier Weizen kultivieren und unsere Schafe weiden lassen, weil hier diese beiden Plateaus mit dem fruchtbaren Land von diesem Wolfsrudel hier bewacht werden. Das wäre nicht gut, wenn wir hier Schafe kultivieren. Hier können wir unsere Reben anpflanzen. Ja, so viel zum Plan. Beginnen wir nun mit dem Aufbau unserer Kolonie Malakka. Hier haben wir jetzt unser erstes Wohngebiet, wieder eine klassische Koloniebauweise. Wir haben auch schon die Alleen gebaut, die Agora. Es fehlt jetzt noch der Architekt und der Brunnen.
Gut, dann können wir hier auch entsprechend schon parzellieren. So, ja, das ist soweit ganz gut. Hier müssen wir jetzt gucken. Hier müssen ja die Wissenschaftsgebäude hin. Mal eben schauen, wie das passt. Ja, das passt ganz gut. Dann kann nämlich hier das Observatorium hin. Und hier kann die Erfinderwerkstatt hin. Ach, das Labor natürlich. Ich weiß nicht, warum ich da immer diesen Fehler mache. So, die beiden Gebäude können wir hier hinbauen. Das passt. Dann bauen wir auch direkt schon hier die Klinik auf. So, gut. Und dann kann die Bibliothek genau hier so gebaut werden, wie ich das schon eingeplant habe, nämlich so. Und dann können wir nämlich hier das auch schon parzellieren. Das müsste passen. Das passt genau. Und hier auch. Leider nicht ganz so, ist aber auch nicht ganz so dramatisch. So. Ja, dann nehmen wir nämlich das Stückchen Allee hier weg. Und dann passt nämlich hier das Observatorium richtig gut rein. Ja. So gefällt mir das. Dann können wir den Pausenmodus aufheben. Schnell bei Gewerbe noch die Priorität bei Gesundheit und Sicherheit auf Hoch stellen. So, dann wollen wir mal schauen, wo unsere Bürger herkommen. Ja, das weiß ich. Ah ja, sie kommen hier vom Osten, wandern jetzt in unsere Stadt ein. Ja, solange hier unsere Bürger einwandern, möchte ich noch mal gucken, wo ich überall Piere bauen kann. Schauen wir mal. Hier geht nichts. Oh, das ist aber schade. Nee, das geht nicht. Geht hier was? Warum geht denn hier nichts? Mal drehen. Ja, und wir kriegen die Mitteilung, dass die Harpien in der Stadt sind. Oh, die tückischen Harpien sind hier. Das Trio schreckenserregender Schwestern ist nur auf Zerstörung aus. Dafür können wir jetzt die Halle der Atalante bauen. Atalante kann gegen die Harpien kämpfen. Okay. So, da sind sie. Hier in diesem Bereich des kleinen Sees. Naja, wenn sie in diesem Bereich bleibt, kann mir das erstmal egal sein. Müssen wir mal schauen. So, ich war immer noch hier stehen geblieben. Ach, das passt nicht. Das kann doch nicht sein. Doch. Also, hier passt ein Pier hin. Okay, das ist aber auch dann alles. Ne? Wie sieht es hier aus? Hier passt kein Pier hin. So, und hier, nein, hier ist alles nicht. Hier passt ein Pier hin, ja. Hier passt kein Pier hin. Und wir haben schon 100 Personen in unserer Stadt. So, hier passt ein Pier noch hin. Ja, da passt aber nur ein Pier hin, ne? Ja. Ja, 3 Piere können wir hier bauen. Da müssen wir gut überlegen, welche. Wir produzieren aber jetzt erstmal Nahrungsmittel, nämlich Weizen. Den möchte ich gerne hier kultivieren. Ja, und wir kriegen Weizen von Memphis geschenkt. 12 Weizengabeln. Oh, das ist nett. Schnell ein Silo bauen dafür. Das bauen wir natürlich wieder hier auf. Und dann brauchen wir hier auch die beiden Lagerhäuser für unsere Stadt. Und dann brauchen wir Sperren. Und wir brauchen einen Architekten. So. Die Lagerhäuser stelle ich jetzt erstmal nicht ein, weil wir kriegen, glaube ich, gleich noch unsere Tribute. So, jetzt können wir den Weizen annehmen. Wunderbar. Arbeitsmarkt. Ja, wir haben jede Menge Arbeitslose. Wir fangen jetzt direkt an, Weizen zu produzieren. Mal gucken. So. Können wir das bauen? Ja. Dann gehen wir hier. Dann bauen wir hier noch ein Lagerhaus auf. Dann machen wir das so. Ja. Dann führen wir hier die Straße weiter.
Hm. So, ja, das sieht ganz gut aus. Und hier müssen wir natürlich eine Verbindung rausbauen, weil wir ja hier ein Pier bauen wollen. Ne? Dann bauen wir hier einen Loop und dann kann hier noch ein Architekt hin. Gut. Wirtschaftlicher Niedergang in Atlantis. Oh, das ist nicht schön. Okay. Wir können jetzt überlegen, welche Piere wir bauen. Aber erstmal kriegen wir unsere Tribute. Auch die Bronze können wir annehmen, die Trauben können wir annehmen, die Weizengaben und nochmal entsprechend Marmor und auch nochmal das Fleisch. Ja, da haben wir jede Menge. Dann können wir jetzt schon den Lebensmittelhändler hier aufbauen. So, ich gehe nochmal in den Pausenmodus. Wir müssen noch einmal gucken, welche Piere wir bauen wollen. Karthago ist interessant, da können wir die Rüstung und den Wein verkaufen und die Bronze einkaufen. Syrakuse kauft Wolle bei uns und würde uns die Oliven und den Marmor verkaufen. Den Marmor würde ich dann jetzt kaufen für unser Heiligtum, welches wir bauen, wenn wir die Halle der Atalante errichten wollen. Ja, und dann bauen wir noch das Pier von Atlantis. Hier können wir Wolle und Olivenöl verkaufen und wir könnten auch Regal einkaufen, wenn wir zum Beispiel Türme mit atlantischem Feuer versehen wollen. Okay, also Karthago, Syrakuse und Atlantis. So, diese Piere würde ich jetzt schon bauen. Dann würde ich jetzt Syrakuse hier hinbauen. Ja, dann machen wir das so. So, und ich würde jetzt mal gerne wissen, ob ich hier diesen kleinen Flusslauf, diese Ausbuchtung hier überbrücken kann mit einer Brücke. Nee, das sieht alles nicht so... Ah, hier ging es. Kommen wir denn hier rum? Oh, ja, sehr schön. Okay, ja, dann würde ich dann den Wald hier wegnehmen. Den brauchen wir nicht. Und dann würde ich hier so zurückgehen, damit wir so wenig wie möglich fruchtbares Land hier entsprechend vergeuden. Okay, dann haben wir jetzt hier ein Pier. Dann brauchen wir noch das Pier von Atlantis. Das kommt hier hin. Das verbinden wir mal so. So, und dann noch Karthago. Das war ja hier, dafür müssen wir die Karte nochmal drehen. Nämlich so. Okay. Ja, das passt sehr gut. Da müssen wir jetzt nur überall noch Architekten bauen. So. Hier. So, und hier sollten wir vorsichtshalber auch noch einen Architekten bauen und vor allem müssen wir hier Sperren bauen. Gut. Syrakuse ist wütend. Warum ist Syrakuse wütend? Ja, kauft Wolle, kann ich jetzt im Moment nichts tun. Doch wir können denen etwas Geld geben. Ne? Großes Geschenk Geld, weil unsere Stadtkasse ist doch recht üppig. So, ja, wir müssen jetzt hier die Entwicklung relativ schnell starten. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Arbeiter. So, Lebensmittel haben wir jetzt erstmal genug. Wir sollten als erstes Weizen für die Heimatstadt zur Verfügung stellen. Das sind 2 Silos voll. Die 2 Silos würde ich dann hier hinbauen. Den Weizen dann hamstern. Wir kriegen ja Nahrungsmittel ja noch
entsprechend von unseren Vasallen und Kolonien. So, dann bauen wir auch schon direkt hier die Bibliothek auf. So. Dann geht nämlich die Entwicklung jetzt hier relativ schnell. Ja, das sieht doch schon richtig gut aus hier. Und da kommen auch schon unsere ganzen neuen Bürger. So, wir haben ja Bronze und wir können ja die Rüstung hier bei Karthago verkaufen und die Bronze einkaufen. Das heißt, wir bauen jetzt hier noch ein Warenlager auf. So, oder hier. So auf. Dann bauen wir die Sperren so. So, dieses Warenlager nimmt Bronze an. Ja. 12. Und die Rüstungen können komplett angenommen werden. Wir verkaufen Rüstungen. Viel ist es nicht, also ich werde jetzt hier nicht so viel entsprechend produzieren können. 6. Wein ist auch nicht viel, was wir hier verkaufen können. Aber dann bauen wir schon mal hier 2 Waffenschmieden auf und dann kann hier entsprechend die Rüstung direkt verkauft werden. So, und Syrakuse dankt für das Geld. Bitteschön. Hier wandern jede Menge Bürger ein. Sehr gut. So, die Weinproduktion können wir hier etablieren. Hier sind ja die fruchtbaren Berge sozusagen. Aber jetzt müssen wir tatsächlich erstmal warten, bis hier genügend Arbeiter endlich da sind. Ja, und mittlerweile haben wir schon 500 Einwohner in unserer Kolonie Malaka. So, diese Lagerhäuser können jetzt eingestellt werden. Hier kann jetzt Wolle ja angenommen werden und hier kann das Olivenöl angenommen werden. Die ersten Arbeitslosen. Ich werde allerdings jetzt erstmal Wollsammelstellen bauen. Mal direkt 4 Stück hier. So, dann kann der Architekt nämlich das hier entsprechend versorgen. Ja, ist klar. Wir bauen das Warenlager für Wolle auf. Na, das war jetzt nicht richtig. Hier. Und dann die Sperre hier hinbauen und ist so. Okay. Dann können wir jetzt hier die Wolle annehmen lassen. Natürlich brauchen wir unsere Schafe. So, dann haben wir auch genug jetzt erstmal. Hier bei Atlantis können wir jetzt die Wolle verkaufen. Es ist auch nicht viel, was wir hier verkaufen können. So, und später auch das Olivenöl. So, weitere Arbeitslose. Dann bauen wir die Landarbeiterlager auf. Die können jetzt, wie ich schon gesagt habe, hier hin. Da bauen wir auch mal 3 Stück, müssten eigentlich reichen. Wieder eine Sperre versetzen hier. Dann können wir die Reben hier anpflanzen. Ja, dann ist das Plateau aber auch schon hier voll, ne? So, wir haben immer noch Arbeitslose. Dann beginnen wir auch schon direkt mit der Olivenölproduktion. Wir kaufen die Oliven ein. Ja, das sind nur 12 Körbe Oliven, die wir hier einkaufen können. Bei Memphis könnten wir 24 entsprechend einkaufen. Ja.
Das macht keinen Sinn mit Syrakuse, das ist zu wenig. Dann reißen wir dieses Pier ab und bauen das Pier von Memphis. Dann können wir mehr Oliven einkaufen. Wolle können wir ja auch schon verkaufen. Oliven kaufen wir ein. So, ja, wir brauchen 2 Silos für Weizen, um die zu unserer Heimatstadt zu schicken. Dann bauen wir diese beiden Silos doch hier auf. Passt nicht ganz. Nicht so schlimm. Machen wir so. So, und dieses Silo oder beide Silos nehmen nur Weizen an. So, der Architekt. Wir müssen mal eben kurz gucken nach den Gefahren. Das ist in Ordnung. Ich glaube, ich baue das so. Und dann kann die Sperre hier weg. Ja. Das müsste passen. So, hier kommen unsere ganzen Warenlager hin. Ich möchte noch ein Warenlager haben für den Marmor. Den können wir jetzt erstmal holen, damit hier dieses Warenlager leer wird. So, wir bauen ein Warenlager für das Olivenöl. Da werden schon unsere Oliven eingekauft. Dann bauen wir auch schon direkt die Olivenpressen. Brauche ich direkt 6. So, mit der Sperre kommen wir jetzt nicht mehr ganz so hin. Dann müssen wir hier noch einen Architekten bauen. So, Nahrungsmittel, ja, reicht, aber wir müssen ja den Weizen noch entsprechend zur Verfügung stellen. Das habe ich jetzt auch nicht so gut gebaut hier. Gut. So, das Olivenöl können wir jetzt bei Atlantis auch direkt verkaufen. Ja, 24 Krüge können wir hier verkaufen. Das ist nicht schlecht. Oh, Atlantis braucht Wein. 15 Amphoren Wein. Wie doof ist das denn? So, Jahresanfang. Wir können die Tribute wieder alle annehmen, außer jetzt die Trauben. Alles andere können wir annehmen. Wunderbar. So, dann bauen wir jetzt. Wir brauchen relativ viel an Arbeiter. Okay, wir müssen hier die Entwicklung weiter starten. Hier muss jetzt mal Wolle geholt werden. Wir bauen direkt den Wollhändler hier auf. So, und die Wolle verkaufen wir jetzt erstmal nicht bei Atlantis. Wir können bei Atlantis Wein einkaufen und Wein wird gefordert. Das ist ja totaler Schwachsinn, ne? Okay, wir kaufen jetzt hier, ja, ich weiß, den Wein ein. Wir können ja nur 12 einkaufen, ne? Aber wir könnten doch von Atlantis den Wein fordern, oder?
Das ist ja lustig. Ja, dann bauen wir hier mal die Weinproduktion auf. Ähm, Auch hier kommt jetzt, tja, wie bauen wir das? Baue ich das so? 2 Warenlager für Wein. Und hier können auch noch ein bisschen Trauben angenommen werden, ne? 12. Und dann bauen wir jetzt mal hier drei Kältereien auf und dann bauen wir hier noch einen Architekten auf. So. Gut, ich denke mal, es läuft jetzt erstmal alles soweit. Ob wir die Forderungen erfüllen können, weiß ich noch nicht ganz genau. Okay, die Weinkältereien arbeiten auf jeden Fall schon mal alle, das ist gut. Ich bin Poseidon. Wer mich verehrt, dem wird die See ein Freund sein. So, hier entwickeln sich jetzt die Gebäude weiter. Das sieht gut aus. So, wir kriegen nochmal 6 Amphoren Wein von Atlantis. Das ist sehr schön. So, und damit kann ich auch die Forderung erfüllen. 15 Amphoren Wein nach Atlantis wieder zurückzuschicken. Natürlich brauchen wir jetzt keinen Wein mehr hier einzukaufen. Den verkaufen wir jetzt bei Karthago. So, wir haben die Harpien ja in unserer Stadt. Es ist die Frage, ob wir Atalante rufen, aber wir könnten auf jeden Fall, ja, das haben wir gern gemacht, mal die Heldenhalle bauen. Ich glaube, ich würde die Heldenhalle hier hinbauen. Mittlerweile schon 1000 Einwohner in unserer Kolonie. Ja, dann bauen wir die doch so mal hier hin. Machen da sehr schön den Weg drumherum. So, was braucht denn unsere Atalante? Ein Heiligtum der Artemis, ein funktionierendes Museum, 32 Rinderhälften, 32 Holzbretter und 8 Kompanien bzw. Soldaten. Ja, wir könnten doch auf jeden Fall, also genug Marmor haben wir ja, den Tiergarten der Artemis bauen. Warum nicht? Passt der hier noch hin? Oh, ja, der passt genau noch hier so hin. Und zwar so. Das wäre mittig, ne? Ja. Ja, dann machen wir das auch so. Auch noch richtig rum. Das freut mich sehr. So, dann können wir hier auf jeden Fall schon mal die Kunsthandwerkergilde bauen und dann kann hier gebaut werden. Was brauchen wir dafür? 6 Skulpturen brauchen wir, 63 Marmorplatten und 20 Ladungen Holz. Okay, gut. Ja, wir müssen unsere Wohnungen weiterentwickeln. Das habe ich aber jetzt doof gemacht hier mit dem Tempel und meinem Labor. Passt das Labor denn hier noch hin? Ja, das passt noch. Ja. Könnte man so bauen. Wir könnten es aber auch anders machen. Ne? Wir könnten es auch so bauen. Wir könnten doch hier das so rausführen. So. Und dann könnte man doch... Brauchen wir überhaupt ein Labor? Nein, wir brauchen gar kein Labor, weil wir ja ein Museum bauen müssen für Atalante. Und dann können wir entweder ein Labor oder ein Observatorium bauen. Das stimmt. Also, hier käme jetzt das Museum hin. Dann würde ich es so bauen. Und dann bauen wir noch ein Observatorium. Dann brauchen wir nur eine Universität zu bauen. Genau, so machen wir das. Eine gute Idee. Das Observatorium baue ich direkt schon, nämlich so. Aber hier müssen auf jeden Fall Sperren hin. Und wir brauchen eine Universität.
Ja, die Universität kann hier hin. Aber hier muss ein Architekt hin. So. Ist nur noch die Frage, wo wir den Stadtpalast hinbauen wollen. Ja, jetzt muss ich mal gucken, ob das so funktioniert. Unser Astrologe geht jetzt hier Richtung Observatorium. Da ignoriert er ja die Sperren. Unsere Gebäude entwickeln sich weiter, ja. Aber wenn er jetzt gleich von dem Observatorium rausgeht, geht er dann auch durch die Sperren? Das muss ich jetzt beobachten. So, der Arbeitsmarkt ist immer noch verheerend, ja, ich weiß. So, da geht er jetzt entlang und ja, das ist ein Gedankenfehler, den ich hatte. Er geht natürlich jetzt nicht hier lang mit den Sperren. Das habe ich verkehrt gebaut. Nee, das ist so nicht richtig. Und dann funktioniert das auch nicht mit dem Museum, wie ich mir das vorgestellt habe. So, Jahresanfang. Wir nehmen wieder unsere Tribute entgegen. Wunderbar, wir können alles annehmen. Ja, ich muss es jetzt tatsächlich so bauen. Ich finde das so ein bisschen schade, wegen, so klatschig da an diesen schönen Heiligtum der Artemis baue. Euer Leben versüßen. So, wir machen das so. Hier kommt ein Observatorium hin und das Museum kommt hier hin. Genau, das passt. Ein Haus musste ich leider abreißen, nicht so schlimm. So, dann kann sich das hier weiterentwickeln. Ja, und wir produzieren eigentlich relativ gut. Wir können jetzt hier noch unsere Weinproduktion vorantreiben und die Wollproduktion. Weizen, denke ich mir mal, können wir jetzt genug produzieren. Ja, so sieht das besser aus, ne? So, dieses Warenlager kann natürlich jetzt auch das Olivenöl mal holen. Ja, wir brauchen natürlich noch Skulpturen. Skulpturen verkauft aber keiner. Nee. Nein. Nein, nein, nein. Nur Türe, Kaufskulpturen. Okay. Dann bauen wir ein Bildhaueratelier, aber nur eins. Das kommt hier hin und das kann entsprechend jetzt auch noch Skulpturen annehmen. Wir brauchen hier nur 6 Skulpturen. Bronze kaufen wir jetzt hier ein. So, aber Holz könnten wir fordern, ne? Und zwar von Türe. Jawohl. Dann brauche ich noch... Ne, wir werden hier das Holz annehmen, in dem Warenlager, wo wir auch den Marmor annehmen. Okay. Ja, und Marmor sollten wir auch nochmal fordern, wenn wir welches bekommen von Saqqara. Ja. Oh, verbittert.
Kriegst du auch nochmal Geld. So, Sakara, Dank für das Geld, bitteschön. Da kriegen wir gleich den Marmor noch. So, auch das Olivenöl ist jetzt endlich angekommen. Dann werden wir jetzt gleich mal den Stadtpalast bauen und dann mal unsere Steuern auch eintreiben. So, und Türe gewährt uns Holz. 12 Holzbretter, das ist schon mal gut. Kann es dann da weitergehen. Gleich kriegen wir auch noch den Marmor. So, wir kriegen nochmal 12 Marmorplatten nach. Wunderbar, das passt. Und wir haben 2 Silos voll mit Weizen. Wunderbar. Wir können jetzt den Weizen auf jeden Fall schon mal unserer Heimatstadt zur Verfügung stellen. Wunderbar. Wir können die beiden Silos abreißen eigentlich. Die brauchen wir jetzt nicht Ich mehr. werde euer Leben versüßen. Dafür baue ich noch ein Warenlager hier auf. So, dieses Warenlager wird noch was annehmen. Das kann noch Wein annehmen. Wir brauchen ja 2 Warenlager voll mit Wein. So, mittlerweile haben wir wieder Arbeitslose. Wir bauen weitere Kältereien. So, und das müsste aber dann jetzt reichen. Ja, das ist mir klar. Ja, und als nächstes nochmal Wollsammelstellen. Weil Wein und Wolle müssen wir ja als nächstes zur Verfügung stellen. Tja, Olivenöl haben wir jetzt im Moment zu wenig. Das verkaufen wir jetzt mal nicht hier. Dafür verkaufen wir jetzt die Wolle bei Atlantis. Da haben wir auch jetzt schon relativ viel hier im Warenlager. Tja, und wir haben Oktober. Wir kriegen ja gleich wieder unsere Tribute zu Jahresanfang. Wir brauchen noch 32 Marmorplatten, 8 Ladungen Holz und die 6 Skulpturen. So, Türe ist verbittert. Kriegt was? Drachmen. So, können wir nachher nochmal Holz entsprechend fordern. So, mit den Warenlagern, habe ich jetzt genug Warenlager? Ich glaube ja, ne? Also hier, das bleibt für Marmor und wir haben eins für Olivenöl und ich habe jetzt hier eins für Wolle. Hier habe ich eins für Wein, hier habe ich auch eins für Wolle. Wein. Okay, dann brauche ich das ja gar nicht für Wein. Ich habe ja schon 2 für Wein. Blödsinn, machen wir hier auch noch Wolle. So. Also Nahrungsmittel müssten wir eigentlich genug haben. Ja, da brauchen wir jetzt gar nichts mehr zu machen. Wir bauen jetzt eigentlich nur noch die Woll- und Weinproduktion aus. Ja, und müssen halt diese entsprechend noch zur Verfügung stellen. Aber vorher würde ich dann tatsächlich gucken, ob wir Atalante rufen können. Dafür brauchen wir aber relativ viel Holz. Wahrscheinlich müssen wir ein Pier einmal nochmal abreißen und das Pier von Tyre bauen, um das Holz einzukaufen. Oh nein! Die Harpien sind in unserer Stadt eingefallen. Vielleicht ist es ja doch gut, wenn wir Atalante rufen. Das hat uns gerade noch gefehlt. Der Berg Aulip beginnt eine Invasion in 6 Monaten. Na wunderbar. Und Lixus braucht Nahrung. 12 Kisten Nahrung in 5 Monaten. Tyre, Dank für das Geld. Bitteschön. Aber wir kriegen jetzt unsere Tribute. Dann können wir die Nahrung auf jeden Fall schon mal zur Verfügung stellen. Da sind sie.
So, dann schon mal die Nahrung zur Verfügung stellen. So, Türe. Kriege ich nochmal Holz von dir? Ja, das ist nett. Wieder verbittert. Kann ich jetzt auch nichts zu. Ja, Lixus, haben wir gern gemacht. Bitteschön. So, Arbeitsmarkt. Wir haben wieder Arbeitslose. Wir können jetzt mal wieder auf das normale Lohnniveau gehen. Dann brauchen wir 28 Arbeiter. Okay. Ja, dann sollten wir jetzt das Museum bauen. Und dann können die sich hier weiterentwickeln. Wir müssen hier noch Verschönerungen machen. So, dann können wir auch jetzt hier wieder Olivenöl verkaufen. Ein Fest in Memphis, 16 Stränge Wolle. Okay, haben wir die? Nee. Okay, dann... ja, dann hamstern wir die mal eben, die Wolle. So, dann bauen wir jetzt noch weitere Wollsammelstellen auf. Nein, bestimmt nicht dort. So, hier. Nochmal 4. Gut, wir kriegen nochmal 12 Holzbretter von Türen. Dann kann es jetzt da auch weitergehen. Ja, jetzt fehlt uns wieder Marmor. Dann Sakara, gibst du uns nochmal Marmor? Oh, jetzt nimmt sie wütend. Oh Gott. Komm, kriegst du? Na, Wein können wir ihm nicht geben. Skulpturen können wir ihm nicht geben. Na komm. Geld. Oh je, unsere Stadtkasse schröpfig, aber hier ganz schön, das muss ich mal sagen. Das ist alles nur wegen dem Heiligtum für Artemis. Ja, und der Berg Aulib wird uns in einem Monat entsprechend angreifen. Ja, das müssen wir uns auch freikaufen. So, wir können uns mit 3250 Drachmen freikaufen. Das tun wir. Wir können die Wolle wegschicken, wir kriegen den Marmor und Sakara Dank für das Geld. So, dann dürfen wir jetzt auch die Wolle wieder nutzen. So, noch ein paar Verschönerungen hier. So, das Tempelgebäude ist auch fertiggestellt, sehr schön. Und mittlerweile haben wir schon 2000 Einwohner in unserer Kolonie. Ja, und das ist jetzt maximal, was wir hier entwickeln können. Na, nicht ganz, weil hier können auch noch entsprechend die beiden Wohngebäude maximal entwickelt werden, nämlich so. Ja, was ich jetzt noch bauen möchte, ist den Stadtpalast und das Steuerbüro. Den Stadtpalast baue ich hier auf. Und zwar, der kann hier so schön mittig reingesetzt werden. Memphis schätzt sie weniger. Okay, weil wir so lange gebraucht haben für die Wolle. Naja, gut. Das möchte ich auch anders bauen dann. Die kann dann jetzt hier hin oder hier hin. Ja, machen wir sie hier hin. So.
So, und das Steuerbüro kommt natürlich jetzt hier hin. Dann können wir noch Steuern eintreiben. Und Türe wird wütend. Oh, alle sind wütend hier. Mann. Ja komm, dann bauen wir das Warenlager für die Wolle hier noch auf. Dann leeren wir das. Achso, das wird gerade schon geleert. Dann kann das hier auch weg. So, wir brauchen nur noch 4 Marmorplatten und eine Skulptur. Das heißt, das Gewerbe für Skulpturen können wir stilllegen. Gut, dann bauen wir noch weitere Wollsammelstellen. So, wir kriegen wieder unsere Tribute. Wunderbar. Die Rinderhälften konnten wir jetzt nicht annehmen. Ach, das ist doof wegen unserer Atalante. Die braucht ja auch noch die Welcher andere Rinderhälften. Gott kann schon einen Kraken anbieten? So, wir haben 2 Skulpturen. Die schenken wir jetzt Türe. So, die können sie nämlich gut gebrauchen. Ja, und die letzten 4 Marmorplatten für unser Heiligtum werden gerade angeliefert. Sehr schön. Ja, das ist mir klar. So, dann können wir nachher das Fleisch von Artemis mal erbeten. Sakkara wird wütend. Ja, das ist natürlich doof. Ja, wir brauchen jetzt erstmal die Kunsthandwerkergilde nicht mehr. Da können wir noch ein paar Verschönerungen durchführen. So. Tja, wir brauchen das Holz. Und zwar ein ganzes Warenlager voll. Und wie viel Holz können wir bei Türe denn kaufen? 24. Ja, dann bauen wir noch ein Warenlager hier auf. Nur für Holz. Holz bitte. Dann kann hier nur der Marmor eingelagert werden. Den können wir dann verschenken. So, der Arbeitsmarkt. Wir haben noch ein bisschen was an Arbeitslose. Bauen kann ich jetzt eigentlich nichts mehr großartig. Wir haben 2 Warenlager für die Wolle und wir haben 2 Warenlager für den Wein. Ja, okay. Das Einzige, was ich jetzt noch baue, ist ein Silo. Das kommt jetzt hier hin, ne? Oder hier. Das kann hier hin. Dieses Silo wird jetzt nur das Fleisch annehmen. Und wir hamstern das Fleisch für Atalante. Und Türe dankt für die Skulpturen. Bitte. Seid ihr denn jetzt wieder treu? Das ist nett. Wir könnten sogar auch wieder Holzbretter fordern. Da sind die aber bestimmt wieder total verbittert, oder? Ja. Okay, dann kriegen die jetzt von mir Wein. Ein großes Geschenk Wein. So. Hier nehmen wir jetzt kein Fleisch mehr an. Und wir könnten Artemis bitten.
Auch wenn die Silos vielleicht jetzt nicht voll sind, so wird doch bald genügend Nahrung da sein. Ja. Oh ja, das sieht gut aus. Ach, Saqqara rebelliert. So ein Blödsinn. Memphis, Atlantis. Ach ja, Saqqara haben wir ja gar nicht. Oh, das passt ja eigentlich ganz gut. So, ja, sollen wir jetzt die Wolle schon mal hamstern? Ja komm, hamstern wir die mal. 2 Warenlager voll. Gucken wir mal, ob das gut geht. So, Bronze brauchen wir jetzt nicht mehr einzukaufen. Da haben wir jetzt genug. So, dieses Warenlager hier nimmt jetzt kein Olivenöl an. Das nimmt die Wolle an. Und dieses hier kann jetzt das Olivenöl holen. So, und der Rest kann natürlich direkt hier in das Pier gebracht werden. So, wir kriegen nochmal 12 Holzbretter. Das ist sehr schön. Ja, wir werden jetzt Folgendes machen. Wir werden jetzt mal eben hier bei Atlantis nichts mehr verkaufen. Dann kann das hier leer gemacht werden. Wir bauen hier eben schnell das Pier von Tyre auf, kaufen das restliche Holz noch ein. Tyre dankt für das Geschenk. Bitte gerne. Sind Sie denn damit wieder glücklich? Treu sind sie auf jeden Fall. Oh, wir können uns nochmal Holz geben. Sehr schön. Wieder verbittert. Ach, anstrengend hier. Kriegt jetzt nochmal Geld. Und dann kriegen wir nochmal 12. Dann haben wir 28. Ne? Ja komm, dann verkaufen wir das Olivenöl weiter. Das kriegen wir schon irgendwie von denen gefordert. Das klappt schon. Welcher andere Gott kann schon einen Kraken anbieten? So, ein paar Verschönerungen noch hier. So, Tyre dankt für das Geld, bitteschön. So, wir haben 2 Denkmäler, die können hier hin. Oh, unsere Universität ist eingestürzt. Das ist nicht gut. Das sollten wir mal schnell nochmal wieder aufbauen. Kann auch jetzt hier hin, ne? So, ich denke mal, wir haben auch jetzt genug Wolle. Die können wir sammeln, wunderbar. Wir benötigen Arbeiter. Ja, wir werden natürlich die Wolle jetzt erstmal wieder freigeben. So, und jetzt möchte ich eigentlich Atalante rufen und dann den Wein zur Verfügung stellen. Wir haben unsere Stadtkasse ganz schön geschröpft. Das muss ich wirklich sagen. Das erste Mal, dass wir nicht unbedingt ein großes Plus hier erwirtschaftet haben. So, wieder 12 Holzbretter, die wir kriegen. Das ist sehr schön. Jetzt brauchen wir, wie gesagt, nur noch 4. Großes Geschenk Weizen können wir denen nochmal schenken. Marmor können wir auch noch verschenken.
So, Arbeitsmarkt ist super, kann so bleiben. Gades braucht Wein, 13 Amphoren Wein. Kriegt sie, Türe, Dank für das Geschenk. So, nochmal die letzten Verschönerungen hier. Okay. Ja, Türe ist wieder treu. Hat aber jetzt keine Holzbretter mehr. Das habe ich schon gedacht. Kacke. Entschuldigung. So, wir kriegen wieder unsere Tribute. Ja, wir können alles gar nicht mehr annehmen. Ja, wir brauchen jetzt das Holz von Türe. Ich würde jetzt diese beiden Piere nicht abreißen. Die sind auf fruchtbarem Gebiet gebaut und sofort sind die Schafe dann da. Das habe ich schon mal gehabt. Dann kann ich dieses Pier nicht bauen. So leid mir das tut, müssen wir hier mal eben alles an Verkauf stoppen. Hier die Bronze holen, etwas erhöhen noch, dass das hier rausgeht. Auch die Rüstung wird jetzt eben geholt und den Wein verkaufen wir nicht. Den holen wir jetzt hier. Trauben nehmen wir auch nicht mehr an, weil wir kommen allmählich zum Ende hier unserer Episode. Ich möchte nämlich jetzt nur noch die Atalante rufen, damit wir endlich hier entsprechend die Harpien beseitigen können. Zufriedenheitsdenkmal ist da, sehr schön. Ja, ein Fest in Saqqara, 15 Amphoren Wein. Okay, die schicken wir jetzt mal los. Dann ist nämlich das Pier hier leer. Das ist sehr schön. So. Das Pier von Türe. Schnell hier aufbauen. Oh. Das mit diesen Kartendrehen ist echt nervig. So, dann kaufen wir jetzt hier noch 4 Einheiten Holz ein. So. Da kommt unser Handelspartner von Türe, Gott sei Dank. So, sind eingekauft. Wir können Atalante rufen. Ah, nee, die Holzbretter werden ja gerade noch zum Lagerhaus gebracht. Das ist ja entsprechend eingestellt. Ja, ich weiß. Okay, gut. So, jetzt können wir Atalante rufen. Wunderbar. Oh, Gott sei Dank. So, das Pier kann wieder abgerissen werden und wir bauen das Pier von Atlantis wieder auf. Nicht von Atlantis, von Karthager. So, und dann verkaufen wir wieder Rüstungen und auch Wein, beziehungsweise Wein verkaufen wir jetzt nicht mehr, weil den werden wir jetzt entsprechend ja hamstern. Ja, ich weiß. Den werden wir jetzt auf Hamstern setzen. Wo ist der Wein? Da ist er. Da Atalante hier ist, braucht sich niemand mehr zu fürchten. Ja, Atalante ist da. Gades braucht Wein, aber den werde ich jetzt nicht mehr zur Verfügung stellen. Saqqara schätzt ihn mehr. Atalante trifft ein und die wird sich direkt um die Harpie kümmern. Ja, und ich wollte hier dieses Silo noch abreißen. Das brauchen wir nicht mehr. Wo ist sie? Da ist sie. So, dann können wir jetzt zum Schluss tatsächlich noch eine Kälterei bauen hier. Ich brauche direkt 2. Dann kommen nämlich hier diese Trauben daraus. So, und Atalante ist auf dem Weg zur Harpie. Dann bin ich ja doch ganz froh, dass wir hier dieses Ungeheuer doch entfernen, wenn wir jetzt gleich diese Episode abgeschlossen haben. Oh, und die Rebellion in Saqqara ist vorüber, wie schön. Jawohl, die Harpie ist Geschichte. Vielen Dank, Atalante. Ja, wunderbar. Gut. Das Einzige, was wir jetzt noch hier machen müssen, ist
die 64 Amphoren Wein zur Verfügung zu stellen. Ja, und unsere Stadtkasse hat sich auch wieder ein bisschen hier erholt. Wir verschenken nochmal etwas Marmor. Ja, Türe ist zwar treu, engagiert. Oh, Memphis ist verbittert. Okay, komm. Dann kriegst du ein großes Geschenk Marmor. Bitteschön. Ja, komm, bevor wir jetzt hier tatsächlich den Wein zur Verfügung stellen, noch ein paar Verschönerungen, wenigstens für meinen Stadtpalast hier. Also ich habe auch schon mal schöner gebaut, das muss ich sagen. Aber so bin ich mit zufrieden. Oh, Mestonia schenkt uns Olivenöl später. Dann machen wir das hier noch für Olivenöl frei. Okay. So, nehmen wir an. Vielen Dank. Memphis, Dank für das Geschenk. Gut. Ja, und der Berg Pelion wird uns nochmal in 6 Monaten angreifen. Das ist uns aber egal, weil wir haben Jahresanfang. Wir nehmen nochmal das letzte Mal unsere Tribute an. Also auf jeden Fall das, was wir annehmen können. Weil wir haben die 2 Warenlager voll mit Wein und können diese jetzt entsprechend unserer Heimatstadt zur Verfügung stellen. Und damit ist diese Episode erfolgreich abgeschlossen. Den Wein können wir wieder nutzen. Stichwort Kleitos. Die Stadt Kleitos war stets ein Augenschmaus für die Atlantiden. Nachdem nun eine Vielzahl von Waren von Malaka geschickt werden, ist Kleitos auch zum Symbol der Hoffnung geworden. Auf dem ganzen Kontinent beten Atlantiden, dass die dunkelsten Stunden von Atlantis gezählt sind. Das Königreich Mestonia wurde durch ein gewaltiges Erdbeben bis ins Mark erschüttert und die dort lebenden Menschen sind aus dem Königreich ausgewandert und strömen in andere atlantische Städte. Die Oberhäupter der atlantischen Städte sorgen dafür, dass die Zuwanderer Nahrung, Kleidung und Arbeit haben, aber alle werden aufatmen, wenn andere Quellen für die dringend benötigten Waren und Lebensmittel gefunden werden. Ja, erfolgreich haben wir diese Kolonie-Episode abgeschlossen. Sie war doch komplizierter, als ich gedacht habe, aber wir haben es geschafft. Die 5. Episode unseres Abenteuers, die Wiedergeburt von Atlantis, trägt den Titel Der gütige Ares. Da bin ich sehr gespannt. Wir werden dann wieder in Kleitos sein. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Bis zum nächsten Wiedersehen und Wiederhören sage ich Tschüss, euer Dominus.